Dieser Film wird dich überraschen. Ich hoffe positiv. Aber vielleicht gibt es sogar ein paar Szenen, über die du richtiggehend empört sein wirst. Ich würde gerne sagen, dass mir das leid tut. Tut es aber nicht. Ihre nächsten Verbindungen Intercity 3 nach Landquart, Sandgang, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 8 Gleis 9. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2025 konnte ich über der Schweizer Stadt Chur 953 Meteore mit meiner Kamera aufzeichnen. Und ein paar Bilder haben mich Tage gekostet, bis ich wusste, was ich da eigentlich sehe. Zum Beispiel diese wirklich merkwürdige Schraubenflugform. Ich dachte zuerst, die Kamera spinnt. Tat sie nicht. Diese Form war wirklich so am Himmel und ich weiß inzwischen, was dahinter steckt. Aber das Schraubenphänomen war nicht das Einzige, was mich überrascht hat. Ich bin dafür Risiken eingegangen. Ich habe den Kameraaufbau im Wert von über 3.500 Franken über Nacht auf dem Berg allein gelassen. Hat die Kamera die zweistelligen Minusgrade überlebt? Und blieb sie dort oben wirklich allein? Nun, die Speicherkarte habe ich offensichtlich wieder, sonst gäbe es diesen Film ja nicht. Das ist wohl ohne Übertreibung die Zeitrafferaufnahme meines Lebens geworden. Für einen Amateur wie mich etwa so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. So hat es sich auch angefühlt. Ich hoffe, du bist wie ich bei digitalen Inhalten immer äußerst skeptisch. Deshalb zeige ich dir nicht nur die Aufnahmen, sondern auch nachvollziehbar, wie sie entstanden sind. Der kleine Punkt da hinten bin ich. Ich suche nach der perfekten Kameraposition. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich inzwischen hier oben war. Ich bereue nichts. Ich fand mehr als Kamerapositionen. Abenteuer. Zeit zum Nachdenken. Die Meteore kommen ungefähr von Südosten. Maximale Anzahl ca. 2 bis 3 Stunden nach Mitternacht am 14. Dezember. Es passiert jetzt schon, man sieht es nur nicht. Das Tageslicht ist heller. Es hagelt Bruchstücke des Asteroiden 3200 Phaeton, für Meteore ungewöhnlich. Nicht nur Eisstaubbälle wie sonst. Das sind die Geminiden. Geschosse aus Stein und Metall. Eher langsam, nur etwa 100.000 Kilometer pro Stunde. Der Name Phaeton hat unglaublich viel Tiefgang, hochaktuell. Fast schon unheimlich. Vielleicht hast du schon gemerkt, etwas ist hier anders. Seltsam. Ich erkläre es kurz. Keine faulen Tricks. Ich versuche uns ein Geschenkli zu machen. Es ist wissenschaftlich erwiesen gut für unsere Köpfe. Ich sah letzte Woche einen Oscar-prämierten Filmklassiker. Du hast ihn gesehen oder von ihm gehört. Dem ersten, der herausfindet, welchen Film ich meine, schicke ich ein Päckchen mit einem Schneeball von der bekanntesten Szene. Ich verwende Elemente aus 2 Filmstilen mit ganz bestimmten neuroästhetischen Reizen. Der erste ist White Noir, eine Weiterentwicklung von Film Noir. Weiß, dunkler Humor, schmerzhafter Pragmatismus, radikale Kontraste, kalt, nüchtern, isoliert, Molltöne. Paradoxerweise tut uns genau das gut, als Gegenpol zum digitalen Dopaminkick Junkfood Social Media. Film White Noir ist Vollkorn statt Zucker.
Der zweite Stil ist für den Kopf wie Krafttraining und danach Wellness. Slow Cinema erfordert erst Entschleunigung, was unangenehm sein kann, aber dann kommt die Belohnung. Ein Gefühl erhöhter Klarheit und verstärkter audiovisueller Wahrnehmung. Nennen wir doch das hier Film Noir Suisse, spaßeshalber. Ja, das gefällt mir. Film Noir Suisse. Das stahlblaue Gegenteil zum künstlichen Teint des alten Mannes mit ausgeprägtem Dark Dryad-Persönlichkeitsprofil. They loved me. Film Noir Suisse. Schmerzhaft exakt, unpopulär und erfolglos. Ein bisschen schräg und chaotisch. Genauso wie das Leben wirklich ist. Und so schnell ist eine Kameraeinstellung, die etwa eine Stunde dauerte, ruiniert. Oder doch eher veredelt? Hier oben führen Fehler schnell zu ziemlich lästigen Problemen. Und bei Zeitrafferaufnahmen können 1000 Dinge schiefgehen. Über Stunden habe ich zu Hause akribisch Timing, Elevationswinkel, Blickrichtung, Position, Kameraeinstellungen und so weiter berechnet und optimiert. Ich hasse Fehler, aber irgendwie scheinen sich Fehler zu mir hingezogen zu fühlen. Ich heiße sie willkommen, um sie im Blick zu behalten. In der einen Nacht muss alles perfekt sein. Ich habe genau einen echten Versuch. Es kann Jahrzehnte dauern, bis die Gemeniten, der Mondstand, das Wetter, das Aktivitätsmaximum und mein Zeitbudget wieder so perfekt zusammenfallen, wie es für den 14. Dezember 2025 prognostiziert wird. Vielleicht das letzte Mal in meinem Leben. Also rechne ich alles nochmal von vorn durch, kontrolliere, mache Risikoanalysen, gehe nochmal hoch, suche noch bessere Positionen, keine Fehler. Wie beim Bergsteigen, nur eines kommt noch dazu. Wenn die Kamera läuft, sind keine Korrekturen mehr möglich. Mein bisher höchster fotografischer Schwierigkeitsgrad. Ich bereue nichts. Ich liebe das alles. Einmal war ich bei etwa minus 21 Grad auf 2500 Meter am Rekognoszieren mit Bise. Windchill-Faktor ca. minus 35 Grad Celsius. Unbezahlbare Erfahrung. Aber zu oberst ist oft nicht die beste Position, um alles, was wichtig ist, im Kamerasichtfeld zu haben. Wir kommen zu Phaeton. Und dem anderen Mythos, der auch in das Hauptwerk des römischen Dichters Ovid gehört. Ikarus. Nun verstehst du schon alles, habe ich recht? Ikarus, Selbstüberschätzung, Phaeton, resultierendes Chaos. Schon die Römer kannten das. Und vorher die alten Griechen. Im Westen nichts Neues. Als Kinder haben wir stundenlang in den Nachthimmel geschaut, weil man sagte, man darf sich etwas wünschen, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Irgendwann haben wir das verlernt. Keine Zeit mehr. Und wann haben wir das letzte Mal eine so lange Szene ohne einen einzigen Schnitt gesehen? Können wir das überhaupt noch anschauen? Halten wir das überhaupt noch aus?
Herzliche Gratulation, du hast jetzt an 5 Minuten ohne einen Filmschnitt durchgehalten. Das kann heute nicht mehr jeder. Diese Szene war ja auch die schönste auf ganz YouTube ever, weltweit. Das muss man schon sagen. Aber ich will ja nicht unbescheiden sein. Ich will ja nicht Phaeton sein. Ich brauche wohl wieder etwas Bodenkontakt. Kommt gleich. Der mythische Phaeton wollte beweisen, dass er der Sohn des Sonnengottes ist und zwang Helios, ihn den Sonnenwagen lenken zu lassen. Er verlor natürlich sofort die Kontrolle, kam der Erde zu nahe und verbrannte ganze Landstriche. Naja, Zeus beendete es dann mit einem für Phaeton tödlichen Blitz. So viel zum Mythos. Autovideografie braucht einen kühlen Kopf, Schritt um Schritt, ND-Filter entfernen, Drohne sorgfältig einpacken und da war doch noch was. Ja, Aufnahme beenden und Drohne ausschalten. Ja, nicht so wichtig. Hier oben werden die Prioritäten neu sortiert. Sicherheit, Wetter, Kleider, Schuhe, Trinken. Alles andere ist für den Moment mal allerhöchstens ein Problemli. Phaeton passt perfekt. Dreifach. Erstens ist der Asteroid 3200 Phaeton ein asymmetrischer Steinhaufen, der völlig unkontrolliert durchs Weltall taumelt. So bricht er laufend auseinander und wird zur Quelle für die Geminiden. Großes Kompliment an die Astronomen, die sich für den Namen Phaeton entschieden haben. Wunderschön. Zweitens, bei der Astrofotografie gibt es eine Grundregel. Eine Grundregel. Die allererste und allerwichtigste. Ich missachte sie hier total. Ganz gezielt. Habe ich mich da vielleicht wie Phaeton völlig übernommen? Mal schauen. Und drittens, naja, du weißt schon, wen ich anspreche. Schau mal die Initialen von Dark Triad an. Weil ich mich mit Faschismus nicht so gut auskenne, habe ich nachgelesen, was genau das eigentlich ist. Ich war überrascht. Im Kern eine Methode, wie man in einer Demokratie zu großer Macht kommt. Mehrfach erfolgreich angewendet und es führt immer zu Gewalt. Gewalt, die sich am Ende jeweils gegen den Anführer selbst richtete. Später machen wir dazu ein kleines KI-Experiment. They loved me. They called me Daddy, right, last time? NASA's twin stereo probes. They think that intense solar heating blasts the asteroid's rocky surface, causing 3200 Phaethon to shed meteoroids, like embers spitting off a log in a roaring campfire. The debris stream of 3200 Phaethon is broad and massive. Of all the debris streams Earth passes through every year, the Geminids is by far the most massive, says Cook. When we add up the amount of dust in the Geminid stream, it outweighs other streams by factors of 5 to 500. Geminid meteoroids fly out of, you guessed it,
the constellation Gemini. Die große Nacht steht vor der Tür. Phaeton ist schon da. Die ersten Meteore explodieren bereits in der Atmosphäre. Es hat begonnen. Alle Vorbereitungen perfektioniert und abgeschlossen. Kamera läuft. Der Rest liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich bin auf dem Nachhauseweg. Seit einigen Jahren leben wieder ein paar wilde Grauwölfe im Kalander Gebirgsmassiv. Die Grauwölfe sind sehr scheu und selten zu sehen. Sie sind hervorragend an den harten Bergwinter angepasst. Im Schatten der Felswände oberhalb der Hauptstadt Graubündens schreibt die Natur ein Kapitel Geschichte, das von Freiheit Hast du die Kamera da oben lassen? Präsenz erzählt. Ja, Und? Und auch DNA-Analysen Und schon von gut. Brutfunden bestätigen, dass es mehrere Wölfe sind. ja. Heute habe ich die Trittsiegel von einem Wolf auf meinen Fußabdrücken vom Morgen gesehen. Hat er dich verfolgt? Die Spur hat gar nicht so ausgesehen, aber ich denke nicht. Das machen die Wölfe eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich hast du gestunken wie ein Stein. Nachweise mit Fotofallen gemacht. Du meinst, klaut niemand deine Kamera? Ich werde es sehen. Ich bin in der Dämmerung als Letzter runtergekommen. Und morgen laufe ich halt im Dunkeln auch wieder rauf. So. Dann sollte ich eigentlich bei Sonnenaufgang bei der Kamera sein. Ich glaube nicht, dass dann jemand klaut. Ach, ich wünsche dir so fest, dass es klappt mit deinen Meteoraufnahmen. Und ich auch fest lieb. Ich habe dich auch ganz fest lieb. Wieder gerade angesteckt. Störlicht ist der größte Feind der Astrofotografie. Killer Nummer 1, Mondlicht. Killer Nummer 2, Stadtlicht. Mein Einfluss auf den Mond ist vernachlässigbar. Städten könnte ich aus dem Weg gehen. Könnte. Aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, die Gemeniden direkt über meinem Zuhause aufzunehmen. Das ist dummerweise Chur, die größte Störlichtquelle Graubündens. Hat meine Sturheit alles versaut? Und hat mein schräger Filmstil schon Zuschauer vergault? Nun, wer in seinem Leben nie etwas wagt, der hat nie gelebt. Gewinner und Verlierer unterscheiden sich oft nur durch ein einziges Element. Herzblut. Bla bla bla. Das Einzige, was zählt, sind harte Fakten und Technik. Das wusste auch schon Homo Faber.
Kurz das Wichtigste. Powerbank mit 20 Ampere-Stunden in einer Plastikbox. Mit 6 Baumwollsocken gepolstert, von der Schwiegermutter gestrickt. Mit in der Kiste 2 Schüttelwärmesäckle aus der Migo. Das alles erhöht den Wirkungsgrad der Powerbank bei minus 20 Grad Celsius von unter 40% auf ca. 88%. So hat die Kamera für etwa 14,5 bis 15 Stunden Strom. Kameradisplay nicht ganz aus, nur Helligkeit auf Minimum. Das wärmt die Kamera ein kleines bisschen und auch das Display überlebt so eventuell doch, wenn ich Glück habe. Sony ZV-E1, Vollformat mit riesigen 8 Mikrometer Pixeln. Backside Illuminated Sensor natürlich. Sony, what else? Belichtungszeit 3,2 Sekunden. Der Sweet Spot für folgenden 4-Punkte-Trade-off. A. Möglichst viel Meteorlicht einsammeln. B. Möglichst wenig Stadtlicht einsammeln. C. Möglichst hohes Verhältnis von Belichtungszeit zu Bildspeicherzeit. D. Akzeptables Bildrauschen. 98% aller Geminiden leuchten kürzer als 5 Sekunden, aber länger als die 0,7 Sekunden Bildspeicherzeit, während der die Kamera blind ist. 3,2 Sekunden ist also der perfekte Sweet Spot, um möglichst viele Meteore aus Rauschen und City Sky Glow herauszuheben. ISO 1600, das ist die obere der beiden Dual Native ISOs. Für mehr Details fachsimple ich gerne in den Kommentaren. Blende 1,8, Fokus manuell auf unendlich. RAW-Bilder mit verlustfreier Komprimierung, Weißabgleich 5000 Kelvin. Intervallmodus 9999 Bilder, Vorlauf 99 Minuten. Objektiv Sony 14 mm f1,8 G-Master. 104,25 Grad horizontales Sichtfeld, 81,2 Grad vertikales Sichtfeld. Richtung Ost-Südost, Elevation ca. plus 15 Grad. Kameraauslösung exakt 16:52 Uhr. Erste Aufnahme 18:31 Uhr am 13. Dezember 2025. Letzte Aufnahme exakt 05:00 am 14. Dezember 2025. Dann habe ich noch die Vakuumbeutelmethode angewendet, das zeige ich gleich. Homo Faber, over and out. Tatsächlich kann die Kamera weit außerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs überleben. Aber ein Punkt ist heikel: Feuchtigkeit in der Elektronik. Wenn man die eiskalte Kamera einfach so herunter ins warme Zuhause mitbringt, kondensiert Feuchtigkeit aus der warmen Luft in den kalten Kameraeingeweiden. Einfacher Trick: Kamera auf dem Berg in luftdichten Beutel packen, sozusagen mit ein bisschen trockener Bergluft im Beutel. Zu Hause ein paar Stunden aufwärmen lassen, Beutel erst dann öffnen. Hat jedes Mal wunderbar geklappt. Ich habe vorher schon mal kurz aufs Display gespinzelt. Positiv, die Kamera hat volle 9999 Fotos aufgezeichnet. Negativ, ich sehe nicht einen Meteor. Klar sieht man die feineren Meteore auf dem kleinen Display nicht, aber ich hatte schon gehofft, dass ein paar fette Boliden dabei sind. Aber ich sehe erstmal rein gar nichts. Erstmal. Bin ziemlich enttäuscht. Mir ist jetzt noch nicht bewusst, dass ich tatsächlich einen Volltreffer gelandet habe. Das sollte ich erst ein paar Tage später herausfinden, als ich die Dateien endlich genauer anschaute. Im Allerheiligsten jedes Ingenieurs, dem Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer ist mein Ort der Kreativität und Ideen. Ein Ort, an dem Natur, Technik und Kunst verschmelzen. Und ein Ort der Selbstreflexion. Wir sind jetzt bald 30 Minuten zusammen unterwegs in einem Film, der von mir Mut braucht und sich für dich irgendwie seltsam anfühlt. Punktuell langatmig, vielleicht sogar nervig. Und doch bist du noch da. Das war ein Kompliment.
Vollkorn ist dir auch wichtiger als Zucker. Danke, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst. Das hier auf dem Monitor ist der sogenannte Droste-Effekt. Bild in Bild unendlich. Ich habe etwa 2 Stunden ausprobiert, bis ich es so gut hinbekommen habe. Jetzt kann ich mich daran fast nicht mehr satt sehen. Selbstreflexion. Du und ich, wir kennen ihren Wert. Sie war unverzichtbar, als wir uns zu den Persönlichkeiten entwickelt haben, die wir heute sind. Wir Menschen verbringen so viel Zeit damit, nach außen zu schauen, auf Gipfel zu steigen oder Sterne zu zählen. Aber die weiteste Landschaft ist oft die, die entsteht, wenn wir einfach nur still sitzen. Das mag nicht jeder. Man könnte sich dabei selbst begegnen. Vollkorn für Fortgeschrittene. Ich bin übrigens ein grottenschlechtes Vorbild dafür. Ehrlich gesagt ist es für mich viel einfacher, den Kopf mit Projekten wie diesem hier zu füllen. Meteore zählen, Daten analysieren, optimieren, Film kreieren, das ist meine Droge. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann das. Ich werde so oder so Pausen machen. Nur ist es verdammt viel angenehmer, freiwillig Pausen zu machen, als zu warten, bis mich mein Körper dazu zwingt. Jedenfalls stand ich in den Weihnachtsferien vor der Mammutaufgabe, 9.999 RAW-Bilder auszuwerten. Das ließ sich leider noch nicht automatisieren. Heute, etwa 4 Monate später, könnte ich dafür einen KI-Agenten einsetzen. Aber vor 4 Monaten konnte ich das noch nicht. Meine Frau und ich begannen damit, in Lightroom Bild um Bild durchzuklicken und jene zu markieren, die einen oder mehrere Meteore enthielten. Am ersten Tag schafften wir so in etwa 2 Stunden ungefähr 2000 Bilder. Am nächsten Tag ging ich auf eine Bergtour. Als ich nach Hause kam, hatte meine Frau zu meiner großen Überraschung und Freude alle 9.999 Bilder durchgearbeitet. Es waren unglaublich viele Bilder mit Meteoren, einige davon mit mehr als einem. Nun konnte ich filtern und nur die Bilder anzeigen, die Meteore enthalten. Wir kontrollierten es mehrfach. 953 Meteore! Das ist einfach unglaublich. Nur um das in die richtige Perspektive zu rücken, schon ein paar Dutzend Meteore in einer Nacht gelten als Erfolg bei Amateuren. 953 verifizierte Treffer. Das ist absolut außergewöhnlich für einen Amateur wie mich. Statistisch gesehen eine echte Sensation. Solche Zahlen erreicht man normalerweise nur mit spezialisierten Mehrkamerasystemen. Ich bin sprachlos und einfach dankbar. Nur stellte ich nach einer Weile fest, dass das Verarbeiten und Optimieren dieser riesigen Datenmengen mein eigentlich sehr leistungsstarkes Notebook in die Knie zwang. Ich musste also aufrüsten. Jetzt habe ich ein Problem. Es wird nun anstrengend. Man spürt vielleicht auch, dass ich wieder mal zu wenig Pausen gemacht habe. Bad Vibes. Ich bin versucht, unserem Wohlbefinden zuliebe einiges wieder rauszuschneiden, aber es wäre irgendwie nicht richtig und nicht ehrlich. Also, ziehen wir es durch.
Kompromissloses, hartes Vollkornbrot. Du kannst ja vorspulen, wenn du genug hast. Apropos Aufrüsten, ich frage mich gerade selbst, warum ich dieses faszinierende Meteorprojekt in so einem Film präsentiere. Und dann auch noch Trump etc. Wir haben doch alle genug von diesen Themen. Nun, ich weiß nicht genau warum, es war nicht geplant. Mein Filmemachen hat irgendwie ein Eigenleben entwickelt und vermischt sich zwischendurch mit dem, was mich gerade so beschäftigt. Mit Trump selbst will ich mich eigentlich so wenig wie nötig beschäftigen, aber umso mehr mit der Frage, was wir für unsere Freiheit und unseren Wohlstand tun können. Gibt es eine Wunderwaffe gegen jene, die uns das nehmen wollen? Es scheint alles komplex und hochdynamisch, bis auf einen Punkt. Cui bono. Wer profitiert? Das ist sehr klar. Und auch, wer das letzten Endes alles bezahlt. (1904) kam der Bild-in-Bild-Effekt auf die legendäre Verpackung des Droste-Kakaos. Etwa ein halbes Jahr zuvor wurde in der Schweiz ein junger Italiener verhaftet, ein linker sozialistischer Unruhestifter, Benito Mussolini. Ja, du hast schon richtig gehört. Benito Sunnyboy war ein linker Sozialist, sogar extrem links. Und er war Lehrer. Oh mein Gott, ein Lehrer! Der Erfinder des Faschismus war ein linker Lehrer. Unglaublich, aber wahr. Ein Rechtsradikaler müsste also schockiert sein, wenn er lesen würde, was genau Faschismus eigentlich ist. Aber dazu müsste er erstmal lesen. Jedenfalls war Benito sogar für den Lehrerberuf zu weit links, wurde mehrfach entlassen und hatte auch als sozialistischer Politiker keinen Erfolg. Er wurde von der Elite nicht ernst genommen, ausgelacht, verspottet. Und kommt dir das auch bekannt vor? Ganz genau, du hast es schon erfasst. It is wonderful to be here at the White House Correspondents' Dinner. Someone should get to the bottom of that. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. Now, I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Faschismus ist ein Rezept, mit dem unfähige Arschlöcher in Demokratien an die Macht kommen können, um es denjenigen heimzuzahlen, die sie völlig zu Recht verspottet haben, um ihren krankhaften Narzissmus zu befriedigen und um richtig viel Geld zu verdienen. Wie schon erwähnt, werden faschistische Anführer nie alt, außer sie sind schon alt. Aber es gibt ein Problem. Das Faschismusrezept lässt sich auf 4 Kernzutaten reduzieren. Erstens stark unzufriedene und verunsicherte Bevölkerung, zweitens Feindbild, drittens emotionale Anführer und Propaganda, viertens finanzstarke Eliten, die es fördern, weil es ihnen nützt. Und genau diese sind das eigentliche Problem.
Wenn der Anführer wie üblich auf nicht natürlichem Weg verstorben ist, sind sie noch da und lächeln unschuldig in die Kameras. Und das ganze Spiel beginnt von vorn, einfach auf eine andere Art. Der Nährboden für Faschismus ist die gigantische Ungleichheit zwischen ihnen und uns. Yes! This is what victory feels like. Yeah! Thank you. My heart goes out to you. Fight, fight, fight! Amen. God bless you. You are amazing. You've honored every patriot in this country, every patriot grave. You've honored them through your agency. This is all you. Sie haben eine tödliche Schwachstelle. Was denkst du, weshalb die gleichen Arschlöcher verzweifelt die Kontrolle über KI an sich reißen wollen? KI ist der perfekte Privatlehrer für jeden. Wir können jetzt und heute lernen, was wir wollen und wann wir wollen. Das ist die Chance des Jahrtausends für die Demokratie. Das richtig schwere Geschütz gegen Faschismus. Es heißt Bildung. Eine Demokratie mit hoher Bildung ist brandgefährlich für Musk und Co. Das haben sie erkannt und tun alles dagegen. Es passiert vor unseren Augen, heute. Aber die KI gehört uns allen. Sie besteht aus unseren Daten und unserem Wissen. Nutzen wir sie, um unsere Bildung aufzurüsten. Jetzt! Es macht sogar richtig Spaß. Es gibt aber leider noch ein zweites, viel älteres und gefährlicheres Machtrezept. Missbrauch von Religion. Riesige Wirkkraft und riesiges Leid. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hätte nie gedacht, dass wir in diesem Film bei orientalischer Musik landen, währenddem ich an einem High-End-PC herumfummle. Manchmal scheint mir, dieser Film editiert eher mich als ich ihn. Mal schauen, wo wir noch landen werden. Gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser Song. Er hat irgendwie was. Weißt du, eigentlich habe ich keine Ahnung von Computern. Ich bin ein echt blutiger Elektronikanfänger. Dieser schweineteure Computer hier ist für mich nur ein Hilfsmittel, um meinen Meteorfilm endlich so fertig machen zu können, wie ich es mir vorstelle. Tatsächlich war KI dabei mein Lehrmeister und führte mich Schritt um Schritt durch diese Operation am offenen Herzen des Computers. Ohne KI hätte ich mich das nie getraut. Ich war richtig nervös, als ich diese superschnelle High-End-Festplatte in ein spezielles Kühlgehäuse einsetzte und dann direkt neben der CPU auf der empfindlichen Hauptplatine montierte. Einmal mit dem Schraubenzieher abrutschen und das war's mit dem neuen PC. Aber nur so kann er meine tausenden Fotos schnell genug ins Videoprogramm laden und abspielen. Kommen wir zu unserem KI-Experiment. Frag mal deine KI Folgendes: Wieso hilft Bildung gegen Machtmissbrauch? Kannst du mein Privatlehrer sein und meine Bildung verbessern? Und wie können wir dabei vorgehen, sodass es mir richtig Spaß macht? Du musst es nicht jetzt tun. Ich werde diese 3 Fragen in die Videobeschreibung kopieren, dann kannst du sie später von dort in deine KI kopieren.
kannst dir nicht vorstellen, wie angespannt ich gerade bin. Wird der Computer nach dieser Laienoperation überhaupt noch laufen? Ich habe echt Angst, dass ich mangels Erfahrung den niegelnagelneuen PC gleich wieder geschrottet habe. Der Moment der Wahrheit naht. Meine liebe Frau, die mir das große Budget für diesen PC genehmigt hat, schaut mir kritisch bei jedem Schritt zu. Wir werden es schon irgendwie schaffen, so wie immer. Es gibt Milliarden von Menschen mit wunderschönen Träumen und Wünschen. Und seit es uns gibt, haben Billionen von Sternschnuppen den Himmel berührt. Vielleicht liegt das Geheimnis des Glücks einfach darin, sich das Richtige zu wünschen. Und das kann für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was du dir eigentlich wirklich wünschst? Was würdest du tun, wenn du plötzlich der reichste Mensch der Welt wärst? Mich macht es gerade glücklich, diesen Film ganz ohne Drehbuch frei fliegen zu lassen. Frei und frech wie eine Alpendole. Wie wenn der Film schon da wäre und mir Schritt um Schritt zeigt, was ich tun soll. Das fühlt sich echt und gut an, also wird es auch wohl für irgendetwas gut sein. Andererseits geht es ja nicht nur um mich, sondern da bist ja auch du, der mir immer noch seine wertvolle Zeit schenkt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Also komme ich nun zurück zum Kern. Wie bei jedem echten Kunstwerk braucht es Zeit, bis man die volle Komplexität versteht. Ich habe sie anfänglich massiv unterschätzt. Erst Schritt um Schritt begann ich zu sehen. Zuerst lernte ich zwischen Flugzeugen, Satelliten und echten Meteoren zu unterscheiden. Das war einfach. Und auch die auffälligen Farben der Meteore sieht man relativ schnell mal. Dann fiel mir immer mehr auf, zum Beispiel, dass sich die Farben der Meteore tendenziell im Laufe der Nacht ändern oder dass ihre Flugrichtungen ein gemeinsames Muster darstellen, das sich ebenfalls im Lauf der Nacht ändert. Wir kratzen hier erst an der Oberfläche. Ich lasse dir zuerst etwas Zeit, einen Überblick zu gewinnen und dich mental darauf vorzubereiten, was noch kommt. Vielleicht bist du ja begabter als ich und verstehst die sich verändernden Muster und Farben schon so.
So, jetzt schalten wir einen Gang hoch. Wir beginnen mit einem kleinen Nebenprodukt, das ich zufälligerweise auch abgelichtet habe. Dieses Objekt ist mit über 90%iger Sicherheit der militärische KH-11-Aufklärungssatellit USA 290 zum Zeitpunkt der Aufnahme über den Dolomiten. Wie ich das alles herausgefunden habe? Nun, mit meinem neuen Privatlehrer, den ich im vorletzten Kapitel vorgestellt habe. Die nächste Szene ist kitschig, aber echt. Ich habe nichts künstlich hinzugefügt, nur verstärkt, was die Kamera aufgezeichnet hat. Für wissenschaftliche Zwecke stelle ich gerne die RAW-Dateien zur Verfügung. Ich habe alle Meteore in Zeitfenstern von 15 Minuten zu jeweils einem Bild zusammengefasst. Das macht das gemeinsame Muster sichtbar. Ich habe die Farbsättigung verstärkt. So werden die Farbinformationen maximal sichtbar. Das sieht zwar kitschig aus, hilft uns aber im nächsten Kapitel beim wahren Insiderwissen. Meteorströme wirken, als kämen alle Sternschnuppen aus einem Punkt am Himmel, dem sogenannten Radianten. Das liegt an einem Perspektiveffekt. In Wirklichkeit rasen die Geminiden-Meteoroiden fast parallel zur Erde. Doch für uns am Boden scheinen ihre Leuchtspuren am Nachthimmel in der Ferne zusammenzulaufen, so wie Eisenbahnschienen, die in einem Punkt zusammenlaufen. Dieser Radiant wandert dann über den Nachthimmel, weil wir Beobachter uns mit der Erde drehen. Wir sehen immer nur den Teil des Meteorstroms, der in unserem Sichtfeld eintritt. Und unser Sichtfeld dreht sich mit der Erde mit. Zuerst sehen wir die Meteore, die flach in die Atmosphäre eintreten. Im Laufe der Nacht steigt der Radiant höher. Entsprechend ändert sich auch das Muster der Meteorspuren. Das heißt, später sehen wir die Meteore, die senkrechter eintreten. Hast du es gemerkt? Es gibt ein paar Fehler in der Matrix. Einige Meteore scheinen sich zu kreuzen, was doch gar nicht sein darf. Ganz einfach. Die Ausreißer sind keine Geminiden, sondern andere Meteore, die sporadisch auch auftreten. Sogenannte Sporaden. Das ist die Königsdisziplin. Fotografieren mit sich kreuzenden Geminiden und Sporaden. Ziemlich selten. Jetzt können wir das Kunstwerk schon viel besser lesen. Aber das Wichtigste kommt erst. Ja, genau. Als ich diese Farben so sah, musste ich erstmal tief durchatmen. Was genau sehe ich da? Und was genau mache ich da beim Editieren? Aus Angst, von den Spezialisten zerrissen zu werden und weil mir das kein Mensch glauben könnte, wollte ich die Farbsättigung erstmal wieder runterregeln. Aber mein neuer KI-Privatlehrer erklärte es mir Schritt um Schritt. Die Farbinformation ist real, aber bereits die Langzeitbelichtung und der Kamerasensor verstärken ja das von Auge Sichtbare schon um Größenordnungen. Was wir da am Monitor sehen, ist Wissenschaft pur. Es ist nicht einfach Reibung an der Luft. Die Geminiden treffen mit einer Geschwindigkeit von ca. 35 Kilometern pro Sekunde auf die Atmosphäre. Das ist so unglaublich schnell, dass die Luft vor dem Meteor extremst zusammengepresst wird und sofort zu einem super heißen Plasma wird. Dieses leuchtet gleißend hell. In Millisekunden erhitzt es den Meteor und dieser verdampft schichtweise von außen nach innen. Der Meteor hinterlässt eine Spur extrem heißen Gases, ein Gemisch aus glühender Luft und verdampftem Meteormaterial. Je nach Gemisch und Temperatur entstehen verschiedene Farben.
Da die Geminiden ungleichmäßig sind und aus Stein und verschiedenen Metallen bestehen, haben sie ganz besonders interessante Farben, je nachdem wie heiß sie sind und welches Mineral gerade verdampft. Magnesium und Nickel leuchten grün-bläulich, der glühende Sauerstoff leuchtet hellgrün, wie bei Polarlichtern. Diese Kombination macht Grün zu einer der charakteristischsten Farben heller Geminiden-Meteore, sozusagen das Markenzeichen der Geminiden. Eine gelbliche bis goldweiße Färbung wird vor allem durch Natrium hervorgerufen. Verdampftes Natrium sendet intensives gelb-oranges Licht aus, vergleichbar mit Natriumdampflampen. Auch Eisen trägt dazu bei. Viele Eisenlinien im meteorischen Plasma überlagern sich zu einem gelblichen Schimmer. Besonders helle Feuerkugeln können einen Schweif haben, der sich vom weiß-gelblichen nahe am Kopf zu einem orangeton oder rötlich-braunen Ende hin verfärbt. Auch herausgelöste Trümmerstücke glühen oft orange auf. Reines rotes Leuchten ist bei Geminiden eher selten und meist auf Atmosphäreneffekte zurückzuführen. Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle der Luft beginnen bei der Aufheizung durch den Meteor rot zu glühen. Dieser Effekt wird eher bei langsameren oder sehr hoch abbremsenden Meteoren sichtbar. Auch das Nachleuchten der Rauchspur nimmt oft ein schwaches Rot an, sobald das anfängliche Grün des Sauerstoffs verblasst, vergleichbar mit dem Nachglühen von Polarlichtern. Viele Geminiden wirken von Auge weißlich oder weißgelb. Schwächere Sternschnuppen erscheinen dem menschlichen Auge meist farblos, da bei wenig Licht die Farbrezeptoren im Auge kaum angesprochen werden. Umgekehrt kann das grelle Licht eines sehr hellen Meteors unsere Sehsinneszellen überreizen. Was wir jetzt sehen, ist von Auge praktisch nicht sichtbar, sondern nur mit guten Kameras. Bläuliche und violette Farbtöne treten bei Geminiden vor allem in den energiereichsten Phasen auf. In den frühen Morgenstunden prallt die Erde frontal in den Geminiden-Staubstrom. Wir stehen jetzt auf der vorausfliegenden Erdseite. Die Meteore kommen uns dadurch direkt entgegen mit maximaler Relativgeschwindigkeit. Schneller Einschlag gleich mehr Energie. Diese Kopf-an-Kopf-Kollisionen heizen die Teilchen schlagartig auf. Viel heftiger als bei seitlich oder von hinten einfallenden Meteoren. Der Meteor verdampft abrupt und bringt vor allem seine eigenen metallischen Atome grell zum Leuchten. Das Magnesium strahlt zum Beispiel blaugrün, ionisiertes Calcium violett. Das rotglühende Licht der aufgeheizten Luft geht in diesem intensiven Blau-Weiß bis Violett nahezu unter. Sie werden auch schneller abgebremst, weil die Luft bei höherer Geschwindigkeit eine stärkere Widerstandskraft entgegensetzt. Tatsächlich verglühen besonders schnelle Meteore tendenziell in größerer Höhe und auf kürzerer Strecke. Langsamere Nachzügler dringen tiefer ein. In Summe bedeutet das, die Morgengeminiden knallen direkter auf die Lufthülle, setzen ihre Energie geballt frei und verlöschen rasch. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieses Meteorfilms, fortgeschrittenen Level. Es sind tatsächlich keine schraubenförmigen Flugbahnen, die man da sieht. Alle Meteore sind so extrem schnell, dass sie bolzengerade wie ein Laserstrahl fliegen. Aber die asymmetrischeren Brocken beginnen im Flug extrem schnell zu rotieren. Sie schleudern die verdampfenden Metalle spiralförmig in ihre Gasspur.
Und das sieht man in diesen Aufnahmen tatsächlich. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber es ist wirklich real. Mich haut das jedes Mal vom Hocker, wenn ich das anschaue und mir voll bewusst werde, was ich da mit meiner Amateurkamera aufgezeichnet habe. Man stelle sich diese unglaublich hohe Fluggeschwindigkeit und die superschnelle Drehbewegung vor. Ich bin froh, dass ich kein Meteor bin. Die Farbwechsel verstehst du sicher auch schon. Da sie von außen nach innen schichtweise verdampfen und da sie so inhomogen sind, ändern sich sowohl das verdampfte Mineral wie auch die Temperatur und Rotationsbewegung in Sekundenbruchteilen. Zwischendurch gibt es sogar kleinere Explosionen und absplitternde Trümmerstücke, die selbst verglühen. Das sind diese sogenannten Flares, die hellen Kugeln mitten in einer Spur. Ich befürchte, dass nur ganz wenige diesen Film wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde anschauen. Ich kann das verstehen. Eins kannst du mir glauben, dieser Film hat mich mehr als nur ein paar graue Haare gekostet. Du fragst dich, ob ich das bereue? Inzwischen solltest du mich eigentlich gut genug kennen. Ah ja, da war noch diese Sache mit dem Film Noir Suisse. Da habe ich mir wohl selbst ein Gläschen süßen Narzissmus eingeschenkt. Wie dumm von mir. Film Noir Suisse kann nur echt sein, wenn er keinen Namen hat. So wie wahrer Schweizer Dadaismus. Alles, was auf Mus endet, sind Konzepte. Eigentlich alles, was in Worte gefasst ist. Und Worte sind viel zu einfach. Die Sonne kann keine dunkle Seite haben, wenn man sie von außen betrachtet. Du weißt bestimmt auch, was das Wichtigste ist, wenn du eine Sternschnuppe gesehen hast. Du darfst niemandem verraten, was du dir gewünscht hast.